Hi, kurz und knackig, verharzte Bohrer und Fräser bohren und fräsen schlecht. Ein Grund zum Austausch ist das aber nicht. Der Trick ist Ultraschall und Mittel, die in jedem Haushalt vorhanden sind. Und wenn nicht, gibt's die im Supermarkt um die Ecke. Willkommen bei Toolsinnig. Die Vorgehensweise nutze ich seit vielen Jahren zum Beispiel auch für Mopedvergaser. Ob das funktioniert, steht also völlig außer Frage. Man braucht dazu allerdings einen Ultraschallreiniger. In Runde 1 gebe ich einfach nur Spülmittel ins Wasser und man sieht die Wirkung praktisch sofort. Temperatur und Dauer muss man ein bisschen austesten, aber 50 Grad über 10 Minuten ist ein guter Anfang. Das Ergebnis ist nicht schlecht, haut einen jetzt aber auch nicht um. Ich muss auch zugeben, dass ich mein günstiges Starter-Fräs-BZ nicht unbedingt pfleglich behandelt habe. Also wird in Runde 2 Spüli und die Geheimwaffe Backpulver oder Natron zum Einsatz kommen. Bei der Dosierung würde ich raten, nicht zu viel Backpulver zu nehmen. Das kann das Ganze zum Überschäumen bringen und eine Mordsschweinerei verursachen. Ratet mal, woher ich das weiß. Also ein halbes Päckchen oder so ungefähr 2 Teelöffel sind normal ausreichend. Die leicht abrasive Wirkung des Pulvers greift hartnäckige Ablagerungen an, das Metall an sich aber natürlich nicht. Das Ergebnis spricht für sich, würde ich sagen. Wenn die, wie in meinem Fall, ziemlich zugeschmoddert sind, kann es helfen, die Teile vorher entweder in etwas Weißöl oder Spiritus einzulegen. Unterm Strich macht das nichts anderes als sogenannte Spezialmittel wie Vergaser oder Bitreiniger. Ich habe bei Motorradvergasern mal einen speziellen Harzlöser ausprobiert und keinen Vorteil entdecken können. Ich bleibe da also bei meinen bewährten Hausmitteln und 2 oder 3 Durchgängen, wenn es sein muss. Nach dem Ultraschallbad nicht vergessen, die Teile mit klarem Wasser abzuwaschen, um die Lauge zu neutralisieren. Notiz auch an mich selbst, wenn man das hin und wieder mal macht, dann hat man auch von einem eher günstigen Fräser und Bohrerset länger was. Besonders wenn man viel mit Nadelhölzern macht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.